Hallo, lieber Michael, Hallo liebe Mona, grüß dich. grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir miteinander ein Gespräch führen. Und du hast mir wieder die freie Auswahl gelassen. Und mein Thema ist sehr, sehr stark der Himmel. Wir haben ja das letzte Mal schon über den Himmel gesprochen. Und ich merke, ich würde gerne vertiefen diese Transformation, die geschieht mit den Menschen, wenn sie diesen Weg gehen, diese Verbindung zum Himmel. Ich merke, dass wir als Menschheit den Himmel noch nicht ausreichend realisiert haben, auch noch gar nicht so richtig spüren können, was das bedeutet. Und vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, was dieser Weg an Veränderungen in dein Leben gebracht hat, wie sich dein Leben verändert hat, auch meins und wo vielleicht auch Fallstricke sind. Also mir geht es um die Transformation, die durch diese Verbindung, die du hast, die ich auch habe, in uns entsteht auf eine sehr natürliche Weise. Was für ein Thema, sehr großes Thema. Ja, Ja, gerne. ja. Ich finde es toll, diese Überraschungsthemen, Mhm. weil wenn ich vorher nicht weiß, worum es geht, dann ist das, was jetzt passiert, wirklich spontan und authentisch und das gefällt mir einfach total. Mhm. Ja, Ja, es ist ein großes Thema, da kann man jetzt von verschiedensten Seiten darauf blicken. Ich würde mal mit Folgendem anfangen, aus meiner Erfahrung, dass das, was wirklich geschieht, bei dem, was du Transformation nennst und diese ganzen Veränderungen im Leben, wir werden jetzt heute Abend sicherlich über so einiges sprechen, da bin ich mir sicher. Aber ich muss sagen, das, was wirklich geschieht, bleibt uns verborgen. Das, auch ich muss sagen, was wirklich geschieht mit mir, mit der Welt, das können wir noch gar nicht begreifen. Also nicht nur die Menschen, die erst am Anfang stehen, sondern auch die Menschen, die mittendrin sind oder am Ende oder wo auch immer. Wir können eigentlich nur staunen, die ganze Zeit. Ja, jeden Tag bin ich wieder aufs Neue erstaunt, was jetzt wieder geht und was sich jetzt wieder verändert. Das ist nicht wie ein Mathebuch, das man durchliest und dann ein paar grundlegende Dinge versteht und dann weiß man, wie Mathe geht, sondern das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber ich habe das Gefühl, ich weiß immer weniger. Mhm. Also von dem, worum es hier überhaupt geht. Ich meine, vielleicht lachst du jetzt, weil ich ja stundenlang Videos darüber mache und jede Menge darüber sage, aber eigentlich weiß man immer weniger und das Staunen wird immer mehr und dadurch wird die Offenheit immer größer für das, was man nicht kennt. Und ich möchte es mal vergleichen mit, wenn man, wenn man verliebt ist, ja? Wenn man sich in einen anderen Menschen verliebt. Am Anfang kennt man den anderen Menschen nicht. Osho, ein indischer Guru, der im Westen sehr bekannt war, der hat es mal so gesagt, im anderen Menschen, den wir lieben, erleben wir Gott, das große Unbekannte. Und wenn wir uns verlieben, wenn wir einen anderen Menschen kennenlernen, dann wissen wir nichts von dem Menschen. Und er ist so schön und so unergründlich. Und wir staunen die ganze Zeit. Und das verfliegt dann alles, weil wir dann nach einigen Monaten oder nach ein paar Jahren glauben, den anderen zu kennen, was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber wir haben uns selbst vom anderen ein Bild gemacht. Dadurch verfliegt das Staunen. Wir können die Schönheit und die Unendlichkeit und all das, was wir nicht sehen und wissen können, das können wir nicht mehr wahrnehmen. Und dann wird es langweilig. Aber so geht es mir auf diesem spirituellen Weg. Ich kann eigentlich nur staunen. Und ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich mehr weiß oder so. Und das ist, glaube ich, das fällt mir gerade mal ganz spontan dazu ein, wenn wir darüber sprechen,
über diesen Weg, was sich da verändert mit dieser Transformation. Es ist Swamiji, mein indischer Guru, der die Samarpan-Meditation bringt, von der ich so gerne spreche, der, der hat das Bild eines Samenkorns genommen. Mhm. Ja, wir sind ein Same. Wir sind der Same für einen riesigen Baum. Und damit aus diesem Same der Baum wird, müssen wir sterben. Also der Same stirbt. Der Same muss, wenn er beginnt zu keimen, Ja sagen zu seinem eigenen Tod. Und der Same weiß nicht, dass er gar nicht stirbt. Der weiß nicht, dass er zu unglaublicher Größe sich entfaltet. Für den Samen, der da tief unten in der dunklen Erde steckt, ist es wirklich ein Tod. Er muss sagen, okay, ich löse mich jetzt auf. Und der weiß überhaupt nichts. Er weiß nichts von dem, was kommt. Und so sind wir auch. Und Genau. das ist das eine, was diesen Weg so besonders macht und für manche Menschen auch schwierig. Man kann nichts darüber wissen und muss trotzdem oder will trotzdem von ganzem Herzen Ja sagen, obwohl man überhaupt nichts darüber weiß. Ja. Mhm. Ja, und genau das, was du von dem Samen beschreibst, genau das ist ja die Transformation, die stattfindet, ja. Und ich fand es schön, was du von dem Verliebtsein angesprochen hast. So wie ich es erlebe, hört dieser Glanz des Verliebtseins nicht auf. Das ist an diesem Weg, glaube ich, das Schöne, dass es immer wieder neu verliebt sein in das Neue, was sich zeigt, immer wieder neu beglückt sein, neu begeistert sein. Und ja, je weiter wir kommen, desto weniger wissen wir und wir haben auch gar nicht mehr das Bedürfnis, was zu wissen, Genau. weil das Wissen ja schon fast, so wie du es auch bei der Liebe beschrieben hast, fast tödlich ist für dieses beglückende Gefühl dieser Freude und dieser Liebe. Und trotzdem geschieht ja ganz viel mit uns auf dem Weg. Also dieser Prozess des Sterbens und gleichzeitig die Geburt des Neuens. Das sind ganz viele Veränderungen, die sich teilweise entsetzlich anfühlen und trotzdem in einen immer schöneren Zustand führen. So erlebe ich es zumindest, ja. Naja, das schreckt die Leute oft ab, wenn sie hören, das kann auch sehr entsetzlich sein. Ähm, Es ist so, das, was man auf diesem Weg, den man den spirituellen Weg nennt, entdeckt, da wo man hineinwächst, ist was ganz, ganz Subtiles. Ja. Es war etwas unglaublich Stilles in einem drin. Und der Weg dorthin, das Einzige, was dafür notwendig ist, ist, dass man empfindsamer wird. Man wird innerlich immer stiller und in dem Maße, wie man stiller und empfindsamer wird, kann man dieses Subtile, das, was das einzig Wirkliche ist, das entdeckt man dann, immer mehr spüren. Aber je empfindsamer wir werden, desto mehr spüren wir. Wir spüren alles. Normalerweise sind wir Menschen, die sehr laute Welt gewöhnt. Wir kennen eigentlich nichts als Ablenkung. Den ganzen Tag. Und wir tun das aus Gewohnheit, aber auch, um uns von all den Dingen abzulenken, die wir in Wirklichkeit nicht fühlen wollen oder auch nicht können. Ja, es gibt viele Menschen, die haben Dinge in sich, die können sie noch nicht fühlen. Ja. Und wenn ich dann auf den spirituellen Weg gerate und beginne zu meditieren oder wie auch immer, für dich war es anders, dann wird man allmählich feinfühliger, empfindsamer. Und dann beginnt man all diese Sachen zu spüren. Und das ist das einzig Schreckliche daran, dass man dann beginnt, Dinge zu fühlen, mit denen man nicht vertraut ist. Nichts von all dem ist wirklich schrecklich.
Selbst das größte Trauma ist in Wirklichkeit nicht schrecklich, aber wir wissen das nicht. Und wir müssen uns dem dann sozusagen stellen. Das ist die einzige Schwierigkeit. Das, was es da zu fühlen und zu erleben gibt, ist alles okay. Aber wir haben unglaubliche Widerstände dagegen. Mhm. Das ist die Schwierigkeit auf diesem Weg. Sonst nichts. Es gibt keine eigentliche Schwierigkeit. Es ist nicht so, als gäbe es da eine unglaublich schwierige Matheaufgabe, vor der man sich fürchten müsste oder so. Es ist nur, dass wir beginnen, Dinge wahrzunehmen in uns, die uns unbekannt sind und von denen wir fest davon überzeugt sind, dass sie für uns nicht handhabbar sind. Und ganz, ganz langsam findet man dann heraus, dass es alles nicht stimmt. Aber das dauert halt eine Weile. Ja, Ja, vor allen Dingen am Anfang dieses Weges, wenn man also dann auf Traumata und sowas stößt, ist man ja auch noch sehr stark mit sich und seiner Geschichte identifiziert. Da ist der Kopf noch aktiv, der einem dann ständig immer wieder dieselben entsetzlichen Geschichten erzählt. Und zunächst glaubt man das alles ja auch. ja, man kennt Man ja hat nichts anderes. Man glaubt das einen alles. großen Schmerz, einen großen Leid Ja, ausgesetzt, ja. Und dabei erkennt man am Anfang noch nicht, dass all das sich auflöst und dass es sich zeigt, damit es sich erlösen kann, damit wir immer mehr in diese schöne göttliche Wahrheit finden. Und das ist eben ein Prozess dahin. Und das kann also bei mir, da ich sehr unbedarft war am Anfang und eben auch nicht unbedingt jetzt so die besten Begleiter hatte, die das schon so wussten, ähm, da kann man auch lange drin stecken, je nachdem auch, was im ja. Leben eben geschehen ist, ja. Ich kenne auch Menschen, die haben sehr gute Begleiter, aber es dauert manchmal eine Ja. Weile. Mhm. Aber wir haben ja Zeit. Ja. Diese, dieses ganze Leben ist genau dafür da. Ja. Ja. Ja, deswegen, du sprachst gerade über Begleiter. Ja, viele Menschen wissen nicht, was zum Beispiel ein spiritueller Meister oder ein Guru überhaupt soll. Ja, was die Aufgabe von solchen Medien ist. Und im Grunde ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Das sind Menschen, die schon da sind und die wissen, die aus eigenem Erleben wissen. Und deswegen hat es auch so eine Kraft, dass das alles gut ist und alles einfach ist. Und das gibt einem, man borgt sich sozusagen, das passiert automatisch, diese Zuversicht. Und dann hat man plötzlich den Mut für Dinge, man wird dadurch getragen, die man alleine nicht so leicht Mhm. handeln könnte. Ich erinnere mich, ich habe natürlich, wie so viele Menschen auch, mein Trauma in diesem Leben erlebt. Und als das dann bei mir irgendwann hochkochte, das war dann, damit begann eigentlich mein spiritueller Weg damals. Und ich hatte das Glück, dass ich hatte dann damals einen Therapeuten und und ich hatte so ein Glück, der war durch und durch angekommen. Das war ein erleuchteter Mensch, aber so ein bescheidener, unscheinbarer Mensch, aber der lebte im Himmel. Der war schon seit Jahrzehnten mit einem Guru zusammen Mhm. und war so ein guter Therapeut, ja. Und als ich mein Trauma entdeckt und ausgepackt habe, der war überhaupt nicht berührt davon. Der, für den war das überhaupt gar kein Ding. Der war einfach ganz echt in diesem Wissen, dass das alles okay ist, dass es da überhaupt kein Problem gibt. Und sowas hätte er mir natürlich nie sagen können. Mhm. Aber, aber seine Energie, die hat mich so ermutigt und so geöffnet für das, was ich da in mir zu fühlen und zu verarbeiten und zu lieben und anzunehmen hatte. Und dann war das so eine Unterstützung. Ja. Und das, äh, ja, man muss es nicht alleine machen. Ja, also es gibt Menschen, die werden da ganz alleine reingeschubst. Wenn ich deine Geschichte richtig verstehe, dann war das bei dir ja so.
Und bei mir war es ganz anders. Mhm. Ja? Obwohl ich nie die Unterstützung von anderen gesucht habe. Ich habe auch nie einen spirituellen Meister gesucht und auch nie einen Guru gesucht. Und beide habe ich heute. Mhm. Und das hat es mir so viel leichter gemacht. Aber ich habe es mir ja nicht gesucht. Es ist halt so geschehen. Ja. Genau. Ja, eine Gesetzmäßigkeit kann ich da vielleicht weitergeben. Das wirst du, denke ich, auch bestätigen, dass selbst wenn es sich mal furchtbar anfühlt, dass sich für uns immer nur so viel zeigt, wie wir auch tragen können. Also ich habe dann zwar Phasen gehabt, wo ich dachte, das geht überhaupt nicht, aber das geht. Also ähm, da ist die geniale Führung da. Das kann mal heftig sein, aber es ist immer, wir überleben das. Also es ist immer zu tragen. Es kommt nicht mehr, als wir tragen können, ja. Ich kann das bestätigen. Ja. Ja. Alles, was dem wir begegnen, zu dem können wir Ja sagen und wir brauchen uns nicht fürchten. Ja. Es gibt Leute, die daran zerbrechen, Mhm. aber die zerbrechen an ihrer Angst davor Mhm. und nicht an dem, was da kommt. Die haben den festen Glauben, das bringt mich um. Mhm. Und dann ist es schwierig. Ja. Aber wenn ein Mensch das große Glück hat, dazu wirklich Ja sagen zu können, Mhm. dann wird er da durchgetragen. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Und Und, ich kann das voll ganz bestätigen, was du ja. sagst. Ja. Und das erkennt man in dem Moment nicht, aber ein gewisses Zerbrechen ist manchmal auch notwendig, damit das Höhere sich zeigen kann. Also so kann ich es von mir sagen. Erst dadurch hat sich wirklich diese Dimension, diese unglaubliche Dimension geöffnet. Das denkt man in dem Moment zwar nicht, aber tatsächlich, das merke ich jetzt in unserem Gespräch, ist es wichtig für Zuschauende und Zuhörende, die Botschaft rüberzubringen, selbst wenn es heftige Situationen gibt, die Zuversicht haben, durchzugehen. Ja. Ja. Und keine Konzepte dabei haben. Mhm. Jeder spürt selbst, was jetzt gerade dran ist. Manche Leute möchten alleine sein, andere Leute möchten sich Hilfe suchen. Manche möchten eine Therapie anfangen. Es gibt nichts Unspirituelles. Ja, für jeder, ich ermutige die Menschen immer dazu, dem eigenen Gefühl zu folgen. Und manchmal ist man verzweifelt und will Hilfe und dann sucht man sich Hilfe. Oder man will sich ablenken. Ja gut, dann lenkt man sich halt ab. Ja, also da gibt es nichts, was man tun muss und andere Sachen, die man nicht tun darf. Und wenn man das tut, wenn man da einfach ganz authentisch das macht, wonach einem jetzt gerade ist, mit diesen schwierigen Dingen, dann kann nicht wirklich was schiefgehen, auch wenn es genau wie du sagst, es sich wirklich schrecklich anfühlt. Ja. Ja. Aber das ist ja gerade das, was dabei zerbricht, ja, Ja. das, was sich auch so schmerzhaft anfühlt. Wir haben so viele Überzeugungen, wir glauben so viele Dinge, von denen wir in Wirklichkeit überhaupt nichts wissen. Und jedes Mal, wenn so eine Überzeugung losgelassen wird, stirbt ein Teil von einem. Ja, man nennt das Ego. Ja, die Vorstellung die ich von mir habe und die Vorstellung, die ich von der Welt habe und von anderen Menschen. Und immer mehr merke ich, dass eigentlich nichts von all dem stimmt. Mhm. Und dann bleibt immer weniger von mir übrig. Und am Schluss weiß ich gar nichts mehr. Und dann ist es, als wäre von mir selbst nichts mehr übrig. Das ist der einzige Schmerz. Ja. Ja. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dann geht es eigentlich ganz einfach. Am Anfang ist es sehr seltsam für manche Menschen. Ja, Ja. stimmt schon. Und selbst wenn nichts mehr von uns übrig bleibt, das denken dann manche auch irgendwie, geht ja nicht. Das, was wir dann spüren, ist diese Regung aus dem Tieferen, aus der Wesenhaftigkeit heraus, aus dem Subtilen raus. Und du hast es auch so schön betont, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu finden, was man
in Anspruch nimmt oder ob man alleine bleibt. Also für mich war es dann auch tatsächlich zu lernen, mir zu vertrauen, dem zu vertrauen, selbst wenn sich das noch so seltsam anfühlt, dem zu vertrauen, wie es mir aus dem Inneren heraus zumute ist. Ja. Und deswegen ist es für manche Menschen auch so ein Schlüssel, einen Meister oder einen Guru zu haben. Man muss sich das so vorstellen, dir ist es ja nicht geschehen, ne? Aber mir zweimal. Und es ist, als würde man sich in etwas vollkommen Unmögliches verlieben, Ja, aber man hat keine Wahl. ja, Man sagt einfach, man erlebt, wie man Ja zu etwas sagt, was man nicht verstehen kann, was sich vollkommen verkehrt und hirnverbrannt anfühlt. Ja, ich meine, ein Meister zu haben oder ein Guru, das ist wirklich wie verbrannt werden, so fühlt sich manchmal an. Ja, man gibt sich komplett auf, aber man kann gar nicht mehr anders. Der Guru will nicht, dass man sich aufgibt. Das klingt jetzt wieder so seltsam, aber so fühlt sich innerlich an. Ja, es passiert alles nur in einem drin. Und das ist wie so eine automatische Hilfe in diesem Prozess des Loslassens und der Hingabe. Ja, und dann hast du diesen Gott vor dir, so fühlt sich's an. Ja, ja, und weißt du, wir sind ja Christen, die meisten von uns, wir sind zumindest christlich aufgewachsen in einem christlichen Umfeld. Und dann stellt man sich so gut, gerne vor, ja, Jesus, wenn der hier wäre, das wäre cool, dem würde ich folgen. Aber dann kennt man jemanden, der einen Guru hat und dann denkt man, der ist bekloppt. Ne? Der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Das denken die Leute so. Ja? Und das denkt man von sich selber dann auch. Man hat so eine romantische Vorstellung von zum Beispiel Jesus oder ja, wenn Buddha da wäre. Aber wenn es dann einem wirklich passiert oder wenn man Menschen erlebt, denen das geschieht, dann fühlt es sich verkehrt an und ja. komisch und völlig verrückt. Ja, 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 und das, was du aber beschrieben hast, im Grunde genommen ist es mir auch passiert, nur dass ich es nicht als einen lebenden Menschen gegenüber hatte, sondern in dem Moment, als mein Mann starb, ist mir das begegnet. Und da habe ich mich rein verliebt, gerade wo du das sagst. Und diese Erinnerung daran war so stark, die war immer als Referenz da. mhm. Und mein Verstand hat natürlich auch gesagt, du bist vollkommen verrückt, dich Ja, auf diese Erinnerung dein Leben abzustimmen, ja? Wie geht ja, denn sowas, ja? Aber das ist genau, es geht ja auch nicht um diesen Menschen, selbst wenn es natürlich einfacher ist. Du hast einen Menschen in der Verkörperung als Guru. Es geht ja um diese Kraft. genau. Und jeder wahre Guru sagt, ich bin nur so lange hier, bis du zu deinem eigenen Guru Ja, geworden bist. Bis das in dir, von dem du gerade sprichst, Mona, genau. Ja, bis du das selber spüren kannst genau. und wie du merkst, das ist mein Kompass. Genau. Und dann braucht man den Guru da draußen nicht mehr. Der bleibt trotzdem da, der hat damit überhaupt kein Problem, aber dann weiß man, wovon der die ganze Zeit gesprochen hat. Genau. Ja. Und du hast es allein gemacht und es gibt einige Menschen, die müssen das alleine machen. Und es gibt einige Menschen, die machen es mit jemand anderem, wie ich zum Beispiel. Das ist alles das Gleiche. Was ich jetzt mal gerne so ein bisschen vielleicht noch rausarbeiten würde, was hat sich in deinem Leben dadurch verändert? Vorher, hinterher. Also du gehst ja jetzt schon lange und ich auch. Wir gehen beide schon länger, du noch viel länger diesen Weg. Was hat sich verändert? Was hat sich verschoben? Das ist so eine gute Frage, die so schwer zu beantworten Ja. ist. Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ich habe immer mehr das Gefühl, dass sich überhaupt nichts verändert hat. Mhm. Weißt du, das ist ganz komisch. Das, was sich verändert, also ich will mal so sagen, das, was alles weggefallen Ja, ist weg. ja, Das kann man nicht mehr erinnern. Oder man erinnert es normalerweise nicht mehr, nur ganz ab und zu mal. mhm. Das heißt, als würde das aus dem Blickfeld geraten. Und davon weiß man dann nichts mehr. Das ist, ja. Und das, was bleibt,
das Echte, Ja, das war schon immer da. ja, Das ist nichts Neues. ja. Ich habe davon früher nichts gewusst. Mhm. Und es wird immer mehr. Ja. Aber es ist nichts Neues. Es ist alt. Und ich habe mehr und mehr das Gefühl, als hätte sich überhaupt nichts verändert. Als wäre ich immer nur noch mehr so, wie ich eigentlich bin. Deswegen kann man so schwer da was Konkretes drüber sagen. Ja. Also bei mir ist es vielleicht, weil es so plötzlich geschah, ein bisschen greifbarer. Ich habe auch den Eindruck, das Wesentliche hat sich nicht geändert. Ich erinnere mich jetzt auch wieder immer mehr, ja, das war ja immer schon da, das kennst du ja schon. Ich würde für mich aber sagen, das Leben ist tatsächlich wesentlich geworden, ja. Also du sagst ja auch, dass viele was wegfällt. Das ist für mich vielleicht, also wenn ich ganz viele Kleider angehabt hätte, um die ich mich auch alle kümmern musste Mhm. und im wahrsten Sinne des Wortes kümmern, ja, mit viel Energie. Und plötzlich merke ich, die brauche ich alle gar nicht. Und auch als wenn ich so, gestern dachte ich so, also wenn ich so eine schwere Jacke anhatte mit ganz viel Gewichten drin und die sind nach und nach alle raus, Ja. diese Gewichte. Und es fühlt sich leichter an, ja. Also ganz viel äh, Uninteressantes, was mir wichtig war, wo ich auch Wert drauf gelegt habe, dass das so und so und so sein muss, das ist plötzlich nicht mehr vorhanden, genau wie du sagst, ja. Und das finde ich schon eine ganz wichtige Veränderung, ja. Ja, ich würde so gerne mehr dazu sagen. Mhm. Es ist, es ist wie eine Umkehr. Mhm. Man lebt sein Leben lang und blickt nach außen. Und nach außen meine ich einschließlich dieses Körpers. Ja, man blickt auf die Welt da draußen, auf andere Menschen, auf das Wetter, ja, auf diesen Körper, wie es dem geht, auf meine Gefühle, auf das, was ich will und was ich nicht will, auf meine Träume, auf meine Ziele. Das ist für mich alles außen. Und wir kennen normalerweise nichts anderes. Und wir kennen auch nur Leute, die das Gleiche machen. Und das ist völlig normal. Wir wissen überhaupt nichts, wir kennen nichts anderes. Und wenn dann jemand von Gott spricht oder vom Innen oder so, haben wir keine Ahnung, wovon die Leute reden. Ja. Und dann geschieht wie so eine Umkehr, und ich meine das ganz wörtlich und praktisch, als würde man sich umdrehen und plötzlich in die entgegengesetzte Richtung schauen, nämlich nach innen. Und das Ganze, worauf wir bisher geblickt haben, ist alles noch da. Aber wir schauen nicht mehr drauf. Wir schauen jetzt auf etwas Neues, was wir gar nicht sehen können und was wir auch nicht kennen, aber wir schauen in diese Mhm. Richtung. Mhm. Und ab da entdecken wir Neues. Und das Alte, auf das wir nicht mehr schauen, das ist immer noch da und das ist auch noch schön, aber wir haben kein Interesse mehr dran. Und ich würde sagen, das Leben verändert sich nicht, aber das Erleben verändert sich komplett. Genau, ja, darum geht's, Und genau. deswegen erkennen das Menschen von außen nicht. Mhm. Das Leben eines Menschen, der im Himmel lebt und der durch und durch glücklich ist, sieht von außen nicht anders aus als jemand anders. Es gab einen ganz großen Zen-Meister, der wurde mal gefragt von seinem Schüler: Meister, sag mir, wie war dein Leben vor der Erleuchtung? Der Zen-Meister sagte, ich habe Holz gehackt, Wasser vom Brunnen geholt. Ja, und dann danach? Ja, ich hack Holz, ich hole Wasser vom Brunnen. Ja, nichts, was man sehen könnte, verändert sich. Ja, Ja, aber das Erleben. aber das Erleben dieses Menschen innen ist vollkommen anders und man spürt's. Der Mensch sieht nicht besonders aus. Ja,
der sieht vielleicht sogar besonders gewöhnlich aus. Ja, Aber wenn du in seine Nähe kommst, dann spürst du, hier ist was grundlegend anders. Aber du weißt nicht, was es ist. ja, Ja. Und es gibt im Christentum das Wort bereuen, mhm, ähm, das englische Wort repent. ja, Und das ist natürlich wie alles im Christentum missverstanden, weil die Menschen, die diese Worte verwenden, nicht wissen, wovon ein Jesus, der die Worte geprägt hat, gesprochen hat. Und sie haben versucht, die Worte so mit ihrem mhm, Blick aufs Leben zu verstehen, aber dieser Blick aufs Leben ist nicht richtig. Das Wort repent oder mhm, bereuen heißt umkehren, ja, ja, den Blick in die richtige Richtung lenken und zwar nach innen. Jesus hat immer gesagt, ja, schau auf Gott, ja, setze Gott an erste Stelle, blicke auf Gott und nicht auf die Welt und dann ändert sich alles für dich, hat er gesagt, ja. Und er hat halt Worte verwendet, die wir heute überhaupt nicht verstehen, aber die meinen genau das Gleiche, ja. Dreh dich um, ja, schau nach innen und dann ist die Welt wie vorher auch. Du holst immer noch Wasser, du hackst immer noch Holz, aber du bist im Himmel. Du bist, genau, ja, eben, ja, eben. Das finde ich auch ein bisschen missverständlich, wenn so ein Zen-Meister zitiert wird, der sagt, vorher Holz gehackt und hinterher Holz gehackt. Nur, also für mich kann ich sagen, vorher hat es mich nicht glücklich gemacht und hinterher kann ich, ich hacke kein Holz, aber im übertragenen Sinn kann ich Beglückungsanfälle dabei bekommen, ja, weil es das Erleben völlig anders ist, weil das göttlich in allem wahrnehmbar und spürbar ist. Also das ist, als wenn dieses Leben, was vorher grau war, gräulich, ja, plötzlich bunt und lebendig wird und ja, da ist eine Vibration in dem Leben, ja, in den einfachsten Dingen. Und deswegen sind solche Menschen in der Tat oftmals nicht auffällig, weil die sich gar nicht groß rausputzen oder irgendwas haben, kein Interesse, sich ja, damit zu verausgaben, weil das Eigentliche in einer ganz anderen Art und Weise stattfindet. ja. Und die Antwort von solch einem Zen-Meister ist nichts für faule Menschen. Ja, Ja? genau. Jemand, der aus Neugier fragt, Ja, der ist von so einer Antwort abgeturnt. Und genau. es ist Absicht. Aber Ja, eigentlich ist die Antwort genial. Die heißt nämlich, du musst näher hinschauen. ja, Ich kann es dir mit Worten nicht sagen, aber schau, wenn du ganz genau hinschaust und noch genauer, dann, dann beginnst du was zu ahnen. Und je näher du hinkommst und je näher du hinschaust, desto mehr beginnst du selber das zu spüren. Und dann erlebst du die Antwort. Sagen kann er sie dir nicht. Im genau. Prinzip sagt er, schau genau hin. Ja. Und das muss jeder selber machen. Das ist nichts, was man vorgekaut bekommt. Ja, Ja, weil ja diese Subtilität kann ja nur individuell wahrgenommen werden. Auch wir können das jetzt Menschen erzählen, damit sie, wenn sie sowas erleben, vielleicht dann auch spüren, ah ja, das haben die gemeint. Aber niemand kann man dieses Empfinden übertragen oder geben. Das entwickelt sich ja zutiefst in jedem selbst. Und bei mir zumindest war es so, solange sehr viel Dunkelheit und Unerlöstes und Traumata da waren, waren diese subtilen Sinne nicht so entwicklungsfähig. Da war ja. eben erst das andere zu heilen und zu erlösen. Ja, also es geht eigentlich so los. Wir sind glücklich, ja, wir wissen nichts von unseren Traumata, wir wissen nichts von unserem Schmerz und all diesen Dingen. Wir sind glücklich, wir genießen unser Leben. Und dann beginnen wir, und deswegen sind wir ja auf dieser Welt, wir beginnen empfindsamer zu werden. Denn unser Ziel ist es, unsere Seele zu entdecken, in den Himmel zu kommen, Gott zu entdecken. Nenn's, wie du es willst, ist alles das Gleiche. Das heißt, unser Weg beginnt. Wir werden empfindsamer. Und au- dann entdecken wir diese Sachen. Dann stoßen wir plötzlich auf das Trauma. Gerade die empfindsamen Leute, gerade die Sensiblen, die müssen sich damit auseinandersetzen. Ja? Und das ist gut so. Und
Wenn es dann verdaut ist, dann können wir wieder ein Stück empfindsamer werden. Genau. Dann nehmen wir wieder neue Sachen wahr. Ja, Und deswegen ist der Weg auch, Swamiji, mein Guru, sagt, es ist ganz gut und wichtig, dass der Weg langsam geht. Ja, die Leute sind immer ungeduldig, aber ja, das Gute ist, wenn der Weg langsam geht, weil immer wenn wir ein kleines bisschen empfindsamer geworden sind, können wir deswegen mehr spüren. Und das müssen wir verdauen. genau. Damit müssen wir zurechtkommen. Das müssen wir lernen. Ist nichts Schwieriges. Ja, ist nichts, wovor man Angst haben muss. Es ist ein ganz natürlicher Prozess. Und deswegen braucht es einfach ein paar Jährchen. Ja. Und dann ist alles gut. Ja. Genau. Und vor allen Dingen, es ist dann nicht nur das eigene, was wir verdauen müssen, sondern wir sehen ja auch mehr. Wir sehen dann im gesamten Umfeld, im Kollektiv, was wir bei uns erlöst haben, erkannt haben, gesehen haben, das sehen wir dann auch in der Breite. Und auch das braucht dann eine Zeit, bis wir lernen, wie wir damit umgehen. Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die, die Möglichkeit, die ich gelernt habe, ist nicht hinschauen. Mhm. Ja, das Mhm. ist ja das, was wir tun. Wir schauen die ganze Zeit nach außen und schauen uns die Dunkelheit und den Schmerz der Welt an. Das Einzige, was wir nicht tun, ist, unseren eigenen Schmerz anzuschauen. Und wenn wir damit einmal angefangen haben und die Angst davor verlieren, hören wir auf, da rauszuschauen. Dann ist so ein Mensch in der Welt, wo vielleicht alle anderen davon überzeugt sind, dass sie in der Hölle leben, aber für den ist es keine Hölle mehr. Ja? Und alles, was der dann noch tut, und das, was du tust oder ich, ist die Leute einladen, das Gleiche zu entdecken. Ja? Deswegen mache ich Videos. Ich kann den Leuten ihren Weg nicht abnehmen. Ich kann den Leuten dieses selber entdecken und selber erleben nicht abnehmen, will ich auch gar nicht. Aber ich kann Mut machen dafür und sagen, dieser Weg trägt. Der Weg, der ist echt. Ganz praktisch, für ganz normale Leute. Ja? Und deswegen sprechen wir miteinander, damit andere Leute es hören. Und du hast ja recht, man kann nichts erklären, wirklich. Aber dann bekommen die Leute manchmal so ein Gefühl dafür, oh wow, was ich da spüre, ist offenbar doch echt. Und was ich da vermute, scheint echt zu sein. Ja? Und das geht ja offenbar doch. Und ja, dieses Gefühl möchte ich übertragen. Ja. Und wenn das gelingt, dann freue ich mich total. Genau, in mir schien nämlich gerade auch eine Erinnerung auf, dass wenn dieses subtile, schöne Gefühl da war, mein Ego Mordsvorbehalte gebracht hat, ja, und versucht hat, das zu verhindern und mich davon abzubringen. Und auch deshalb ist es wichtig, dass wir solche Gespräche führen, weil das ist am Anfang, war es für mich zumindest gewöhnungsbedürftig, diese gewohnte vermeintliche Sicherheit zu verlassen für dieses durchaus sehr, sehr schöne Empfinden, aber so unbekannt und auch noch nicht wissend, wie bewege ich mich damit und alle anderen empfinden ja anders und kann ich dann überhaupt noch in dieser Welt klarkommen? Also da waren Mordsbedenken in mir Ja, und dabei ist es das einzig Tragfähige, so wie du sagst, ja. irgendein ganz berühmter Poet oder Philosoph, ich weiß natürlich jetzt nicht, wer das war, aber der sagte, ähm, wir ziehen die bekannte Hölle dem unbekannten Himmel vor. Ja, Das, was wir kennen, ja, egal wie schrecklich, ja, daran halten wir fest. Das genau. kennt jeder von Beziehungen, Ja. aber so ist es ganz grundlegend im Leben auch. Mhm. Dieses bekannte Loslassen, das ist das einzig Schwierige Ja, der ganzen Geschichte. ja. Und ich würde sogar sagen, bei mir war es fast, mir die Erlaubnis zu geben zu diesem Himmel, zu diesem Glücklichsein. Ja, wir sind ja so gewohnt oder so programmiert. Glücklich sein ist nur, wenn ich vorher ganz viel leiste und dies und jenes Ziel. Also das Bewegen in dem Neuen ist so völlig anders,
dass das durchaus sehr, sehr irritierend sein kann. Man muss jegliche Vorstellung, die man von Glück hat, auch loslassen. Ja, Wir wissen ja überhaupt nicht, wovon wir sprechen. Ja, ich meine, ich rede vom Glücklichsein, aber das Glück, was ich meine, ist was ganz Subtiles, was nichts mit Glücksmomenten im normalen Leben zu tun hätte. Das ist was vollkommen anderes, aber das muss man selber entdecken. Da kann man nicht wirklich viel drüber sagen. Ja, ja. Und trotzdem ist es wichtig, zumindest das anzusprechen, weil es eben dieses Subtile wird so leicht übersehen in dieser Welt, wie wir sie haben. Und da achtsam zu sein und vielleicht auch zu spüren, da war so ein Moment, da ist was völlig Neues aufgetaucht, ganz subtil, und dem spüre ich mal nach. Ja, ja. also für mich war das wichtig, diese Momente auch zu erkennen und wertzuschätzen und ihnen auch über Stille oder Meditation oder wie auch immer die Chance zu geben, da zu sein. Ja, Weißt du, es ist ganz lustig. Wir, wir sprechen ja darüber, dass das alles unbekannt ist und dass man da den Menschen auch Mut machen kann. Irgendwie hat jeder Mensch in sich einen Kompass eingebaut. Irgendwie ahnt jeder die Wahrheit. Deswegen kann ich zum Beispiel überhaupt was sagen, dann hört es jemand, erklären kann ich es nicht, aber jemand hört es und weiß sofort, ah, das stimmt. Und man weiß das nur deswegen, nicht weil ich so schlau daherrede, ich kann es nicht erklären, aber weil man es eigentlich selber auch weiß. Aber normalerweise ist das, was wir da in uns spüren, das allerletzte, dem wir vertrauen würden. ja, Jedem Idioten da draußen, ja, irgendeinem angesehenen, weise daherredenden Menschen oder einem Buchautor oder irgendeiner Berühmtheit oder irgendeinem Schauspieler oder irgendeinem Politiker oder einer Geliebten oder egal was. ja, Egal wie bekloppt, wir glauben alles, was uns erzählt wird. Aber das, was wir selber spüren, das ist das Letzte, das wir glauben würden. Und das ist das Einzige, worauf wir hören müssen. Ja, das ist halt nicht so leicht. ja. Und Ja, dann kommen wir an den Punkt, da spüren wir da eine Gewissheit da drin. Und das ist tatsächlich ein Erinnern. Wir kennen es. Wir ja. kennen es zutiefst und deshalb können wir dann irgendwann auch dazu das Vertrauen bekommen und das verstärkt sich dann auch. Aber am Anfang ist es tatsächlich genauso, wie du sagst, es ist das Letzte, dem wir Vertrauen schenken Ja. würden. Ja, Aber wenn man dann einmal anfängt, ja. dem ein wenig zu vertrauen, dann macht man damit Erfahrungen Mhm. und dann wird es immer stärker. Und wenn man das, dir geht es ja auch um praktische Aspekte dieses Weges, ja, Genau. wenn man das dann ein paar Jahre lang erlebt hat, Mhm. dann irgendwann stellt man das nicht mehr in Frage. Es ist dann immer noch ungewohnt und man fühlt sich immer noch verkehrt, aber man weiß, das ist der Weg. Ich habe ich hab gestern in einem Video gesagt, dass sich selber treu sein, auf das hören, was man selber in sich spürt, fühlt sich immer verkehrt an. Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so. Ja? Aber nach einer Weile hat man sich ans Verkehrtsein gewöhnt Mhm. und man fühlt sich immer noch verkehrt, aber irgendwie weiß man, das ist okay und ich bin halt so und ich kann eh nicht anders. Ja. Und bei mir gab es dann einen Punkt, wo ich spürte, ich kann dem nicht untreu sein, dem gegenüber, und auch die Erkenntnis, damit auch dem Höchsten, ich kann Gott oder dem Höchsten oder wie auch immer man das nennen möchte, dem gegenüber kann ich nicht untreu sein, koste es, was es wolle, ja. Und es ist auch der Weg, der mich glücklich macht. Aber ich spürte dann, das ist ja wie ein Verrat am Höchsten. Also den Punkt gab es dann bei mir, da ging das nicht mehr. Und
Da konnte ich all dem anderen keinen Glauben mehr schenken, ja. Ja, was du sagst, stimmt. Ich drücke es gerne anders aus, Ja. weil mir das zu abstrakt ist. Mhm. Ähm, Ich würde so sagen, für mich, ich interessiere mich für die anderen Sachen nicht mehr. Mhm. Also das ist ein ganz eigenes Erleben. Du sagst, ich kann dem Höchsten dann nicht mehr treu sein, nicht mehr untreu werden, so sagtest du. Für mich ist es so, wenn ich mir selbst treu bin, mir selbst, dann möchte ich einfach da drauf schauen, auf das, was da drinnen ist. Ja, Ich interessiere mich in Wirklichkeit nicht mehr für die anderen Sachen. ja. Und es ist eine Frage, sich selbst treu zu sein. Und natürlich hast du recht, mehr und mehr erkennt man, dass es zwischen diesem Selbst, dieser Seele und Gott keinen Unterschied gibt. Ja? Aber ich drücke es gern möglichst greifbar aus und möglichst Mhm. unabstrakt, weil wir zu viele von diesen abstrakten Ausdrücken haben, die für die Menschen, die es erleben, Mhm. voller Bedeutung sind. Aber Mhm. für die Leute, die es selbst nicht erleben, sind sie leer. Ja. Aber sich selbst treu sein, auch wenn man sich verkehrt vorkommt, dann kommt man Gott immer näher. Das ist natürlich Ja. genauso. Genau. Das, Ja, es ist hilfreich, was du sagst, weil ansonsten, solange man es noch nicht fühlen kann, sehr schnell auch geschehen kann, dass es zu einer Projektion wird. Und das haben wir ja in der Kirche nun die ganze Zeit gehabt. die ganze Zeit, ja. Ne? Und das bringt nicht weiter. In mir taucht aber gerade noch eine andere Frage auf, eine praktische, und zwar, wenn du sagst, das Außen interessiert mich nicht mehr so. Das geht mir auch so. Jetzt gibt es ja Menschen, die in einer Familie leben, wo jetzt der Einzelmensch ein unterschiedliches Tempo hat. Vielleicht ein Mensch, der diesen Weg geht, und das Familienumfeld hat dieses Verständnis nicht und teilt es nicht. Er kann ja schlecht sagen, es interessiert mich jetzt nicht, was ihr macht, und ihr seid alle noch in euren Vorstellungen oder so. Du hast ja jetzt, denke ich, ein Umfeld, wo das nicht so der Fall ist, aber was würdest du solchen Menschen sagen? Wie gehen sie damit um? Denn also mein Empfinden ist, so versuche ich es zumindest, anderen Menschen die Liebe und die Nachsicht entgegenzubringen, dort, wo sie eben gerade stehen. Das ist eine tolle Frage, Hm. weil ganz viele Menschen damit hadern. Ja. Und ich glaube, da wird vieles falsch verstanden. Hm. Und es ist besonders am Anfang des Weges ein Problem. Am Anfang des Weges fühlt man sich selbst in Wirklichkeit noch total unsicher und völlig verkehrt, auch wenn man es vielleicht so noch nicht ausdrücken könnte. Und man möchte dann von anderen die Anerkennung haben, dass das, was man da treibt, okay ist. Und die kriegt man natürlich nicht. Und gleichzeitig bewertet man die anderen, die nicht das durchmachen, was man selber gerade entdeckt und was man ganz toll findet. Und das macht natürlich ein Zusammenleben sehr unerquicklich. Ja. Was da geschieht, ist eine innere Angelegenheit. Und es geht niemanden irgendetwas an. Ja? Wenn ich sage, ich interessiere mich dann für das da draußen nicht mehr, dann heißt es überhaupt nicht, dass ich, was das praktische Leben anbelangt, jetzt nachlässig wäre oder so eine arrogante oder Hm. überhebliche Art des mich Abwendens an den Tag legen würde. Das Gegenteil ist der Fall, weil weil ich mir selbst näher bin, weil ich so viel mehr spüre, was hier ist, in mir, nehme ich meine Umgebung
viel unmittelbarer war. Ich bin viel mehr hier als früher. Und weil ich da draußen nichts mehr suche, das meine ich mit, das ist mir egal. Mhm. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, mein Glück da draußen zu finden, weil ich jetzt weiß, wo ich es finde. Und wenn ich das, was ich wirklich brauche, in mir finde, dann bin ich da draußen frei. Ich erwarte nichts mehr. Einfach weil ich es nicht mehr brauche. Nicht, weil ich heilig geworden bin, sondern das, was ich brauche, habe ich gefunden. Das ist eine ganz praktische Angelegenheit. Und dann wird das praktische Leben da draußen zunehmend unkomplizierter. Und dann lebe ich mein Leben und ich habe es mal so ausgedrückt, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich mit jedem Menschen leben, egal wie er ist, Ja. weil ich von dem Menschen nichts mehr will. Und dann kommt man mit fast jedem Menschen aus. Ich habe trotzdem eine tolle Frau, Mhm. ja, mit der es wirklich sehr einfach ist, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil andere Leute es mit mir gar nicht aushalten würden. Aber ja, du hast recht, du sagtest, das kann man echt missverstehen. Wir glauben immer, wenn mir am Außen, an meinem Partner, an all den Menschen unglaublich viel liegt, das ist gut. Ja. Ja. Aber das ist die Last. Ja. Ja? Aber wenn ich einfach glücklich bin und wenn ich meiner Partnerin sagen kann, ich brauche nichts von dir. Ich sage es ihr natürlich nicht, aber weißt du, wenn das innere Gefühl ist, dann kann ich lieben, Ja. dann kann ich genießen, dann kann ich voller Freude sein, egal wie ich mich gerade fühle oder egal wie sie gerade drauf ist. Genau. Dann wird alles unkompliziert. Ja. Also das ist vielleicht ein Paradox. Mhm. Ja? Das sieht man ja auch, weißt du, das sieht man ja eben an diesen Heiligen, diese Heiligen wie zum Beispiel Jesus oder wie so ein Guru. Die haben Gott in sich gefunden. Die brauchen nichts mehr von dir. Die interessieren sich überhaupt nicht mehr für die Welt. Und das sind die, wo die Welt das Gefühl hat, sie lieben die Welt. Und sie schauen auf alles in der Welt mit Liebe und mit unendlicher Güte. Und das ist, weil sie Gott, weil sie selber in sich das gefunden haben, was jeder Mensch wahrhaftig sucht und braucht. Und dann bleibt da nichts anderes übrig als Liebe. Ja. Ja, so einfach ist es. Ja, Ja, und weil sie aus diesem Blick und ihren eigenen Weg heraus den anderen Menschen erkennen dort, wo er ist. Und dann genau. hört jede Bewertung auf, ja. Egal, ob ein Mensch jetzt in der Ablenkung ist oder sich dem Guru, ich sehe das manchmal bei Gurus, da kriegen die Geschenke, da denke ich, die brauchen das nicht und die wollen das nicht. Und trotzdem wird damit das mit einer Liebe entgegengenommen, ja. Weil alles verstanden wird, ja. Ja, Weil auch die Intention verstanden wird und gar nicht mehr das, was da jetzt geschieht an der Oberfläche. ja. Und er braucht und sie braucht nichts mehr von den Nee, anderen. Ja. nee. Wir haben ja, wir haben ja wirklich eine total krankhafte Vorstellung von Liebe. Wir sagen dem anderen, ich brauche dich. Das ist der höchste Liebesschwur. Ja, Ja? ja, kann ohne Dabei dich. ist das, dabei ist das eine, was Liebe unmöglich macht. Ja, Und wir können uns überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das denn sein soll, wenn ich nichts mehr von der Welt brauche. Wir glauben dann wirklich, das heißt, wir, ja, wir lehnen die Welt ab und wir hm, wollen von der Welt nichts mehr wissen. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was ich nicht brauche, das schätze ich, das liebe ich. Das, und das muss jeder Mensch selbst entdecken. Und dann wird alles schön, dann wird die Welt schön und die ja. Menschen werden schön und selbst der eigene Partner wird schön, ja, alle miteinander. Ja, und das ist ja auch, wenn ich so denke, gerade so sensible Menschen, die beispielsweise spüren, der Partner ist schlecht drauf, wenn dann die alte Vorstellung von Liebe, dann
bin ich ja gezwungen, irgendwas zu tun, damit er besser drauf ist oder so. Aber zu wissen, ja, der ist jetzt gerade mal schlecht drauf, aber er braucht nichts von mir, weil ich das auch gar nicht lösen kann, weil das seins ist, ja. Das lässt so einen schönen und freien Umgang miteinander zu. Ja, weißt du, es ist ja so, wir, wir wollen dem anderen dann helfen, aber nicht, weil wir den so lieben, Nee, sondern weil wir es nicht ertragen können, wenn der sich so fühlt. ja, Aber wenn ich in Frieden mit meinen Gefühlen bin, wenn ich in Frieden bin mit dem, wie es sich für mich anfühlt, wenn dieser Mensch es gerade so schwer hat, dann kann ich damit entspannt sein. Dann ja, kann ich diesen Menschen so lassen, wie er ist, so lieben, auch wenn er gerade schwierig für mich ist, ja, auch wenn er gerade schwierig für sich selbst ist. ja, Ja? Und dann wird das alles unkompliziert. ja, Dann entstehen Möglichkeiten, so entsteht Heilung. ja. Weil dann dieser Mensch, der gerade so eine Last trägt, merkt, ich bin frei, ich habe jetzt den Raum für mich, da ist nicht jemand anders, der unter meiner Last leidet, ja. Ja, Es ist was völlig anderes dann, ja. ja. Es ist einfach, und das kann sich jemand, der dort noch nicht ist, Mhm. manchmal überhaupt nicht vorstellen. Das klingt lieblos. Mhm. Dabei ist das Gegenteil. Aber so vieles von dem, wovon wir heute Abend reden, muss man selbst entdecken. Ja. Mhm. Ich erinnere mich an etwas, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem unserer schönen Gespräche erwähnt. Mein Meister hat mir mal so einen Tipp gegeben vor langer Zeit. Es war sehr am Anfang. Und da habe ich mit ihm über Beziehung gesprochen und wie das so für mich ist. Und ich habe mir echt was drauf eingebildet, wie sehr ich meine Freundin liebte und wie gut ich fühlen kann, wie es ihr geht. Und ich habe mich immer darum gekümmert, wie es ihr geht und war ganz bei ihr mit meiner Sorge oder nicht Sorge, aber mit meiner Fürsorge. Ja, Und ja, und er sagte, mach das nicht, Michael. Er sagte, schau nicht drauf, wie es ihr geht. Er sagte, schau auf dich. Und ich dachte damals, und das ist jetzt vielleicht 22 Jahre her, dass er das gesagt hat, oder 21, ziemlich am Anfang, oder 23, ziemlich am Anfang unserer Zeit, ich dachte ganz ehrlich, da, da hat er nicht recht. Ich ja, dachte, der spinnt. Das ging gegen alles, wovon ich total überzeugt war. Ich dachte, ich liebte ihn, er war mein Meister, aber ich dachte, ich wusste, das stimmt nicht. Und es hat 10 Jahre gedauert. ja, Und 10 Jahre später habe ich es dann selber erlebt, wie es ist, wenn ich auf mich schaue, nur noch auf mich und nicht mehr auf den anderen. Dann habe ich plötzlich entdeckt, wo die Liebe wirklich herkommt, in welche Richtung die Liebe wirklich fließt, was da wirklich passiert. Und ich weiß noch, ich hatte dann ein Erlebnis mit einer Frau, wo ich das zum ersten Mal so richtig erlebt habe. Und da habe ich gedacht, davon hat er damals gesprochen. Natürlich, ja, natürlich hatte er recht. Und es braucht manchmal ein paar Jahre, bis man mhm. es dann selber erlebt. Und dann weiß man, ach so, davon haben die gesprochen oder davon hat Jesus gesprochen. Mhm. Oder mein Meister, ja. Mhm. Ja. Es zählt nur das eigene Erleben. Ja. Ja, und Nur das trotzdem bringt irgendwas. ist es wichtig, das mal gehört zu haben, weil ich kenne es von mir, dass am Anfang das dann so schwankt, ja, so dieses Empfinden, dann habe ich das schon mal gespürt und dann kam wieder das andere auf, aber ich kann den doch jetzt nicht da allein lassen oder das ist lieblos oder so, ja. Also Ja, das switcht am Anfang so hin und her dann, ja, bis man dann das Wahre spürt. Das Wahre hat die größere Kraft, ja. ja, So, und wenn es 10 Jahre dauert, aber es hat die größere Kraft. Das ist ja auch das ja. Fantastische, das Wahre setzt sich durch. Es hat die größere Kraft. Und mein Meister, der Sohn, der hat sich da nicht drum geschert, dass ich ihm das nicht geglaubt habe. Ja, Der hatte damit kein Problem. ja, Ja? Aber es hat seine Wirkung trotzdem getan, ganz allmählich. Ja. ja, Da gibt es was anderes, was bei den meisten Menschen auf ebenso großes Unverständnis stößt. Wir sind so davon überzeugt, dass wir uns um die ganzen Probleme der Welt kümmern müssen.
ja, und dass wir sie lösen müssen. Und wir verstehen nicht, dass die Quelle der Probleme diese Haltung ist. Ja, Wir blicken in die Welt. Wir wollen die Welt gerade biegen, damit die Welt besser wird für mich. Und dadurch wird alles immer noch schlimmer. Das ist die Ursache der Probleme. Und deswegen sagt ein Guru wie Swamiji, schau nicht auf die Welt, schau nicht auf die Dunkelheit in der Welt. ja. Er sagt wörtlich, don't look how far the darkness stretches. Ja? Schau nicht, wie weit die Dunkelheit in der Welt reicht. Er sagt, du wirst das Ende der Dunkelheit nicht finden. Ja. Er sagt, das Einzige, was du tun musst und kannst, ist, entzünde du dein eigenes Licht. Ja? Schau Mhm. nach innen, räum da auf, fang an, dich zu lieben. Mhm. Dann wird deine kleine Welt hell. Und diese kleine helle Welt, das ist das Einzige, was du beeinflussen kannst, die macht dich glücklich. Ja. Dann lebst du im Hellen. Du lebst im Himmel. Und das ist das, was wir bei Jesus sehen. Ja. Diese Leuchtkraft, die spüren wir. Ja. Und die verändert die Welt. Der Jesus hat sich nicht drum geschert, wie dunkel die Welt ist. Ja. Seine Jünger, die, ja, Judas, der war intellektuell, der wollte, dass man was gegen die Römer unternimmt und dass man die Unterdrückung bekämpft und sowas. Jesus wollte davon nichts hören. Das hat ihn nicht interessiert. Der hat nur nach innen geschaut. Und dadurch wird die Welt, das ist ansteckend, dadurch wird die Welt heller. Und nur dadurch. Und aber das ist eben auch sowas, was die Meister und die Heiligen sagen, aber was sich eine Kirche und jeder normale Mensch überhaupt nicht vorstellen kann. Mhm. Ja, das geht gegen alles, was wir uns vorstellen können. Ja, Und trotzdem, es ist total wichtig, was du sagst, und trotzdem erkenne ich, dass viele, die noch in dieser alten Form unterwegs sind, also auch Gemeinschaften, die die Welt besser machen wollen und sich einsetzen, dass sie im Moment an einem Punkt sind, wo sie auch ganz nachdenklich werden, wo sie merken, es funktioniert so nicht, ja, wo sie neue Wege suchen und wo sie auch tatsächlich, ich werde auch hin und wieder zu solchen Gruppierungen befragt und führe Gespräche, wo sie erkennen, es geht nur über den inneren Weg. Und ja, wenn wir von innen raus leuchten, diese Kraft, die wirkt sich ja nicht nur rein materiell in unserem kleinen Zuhause aus, sondern die geht in Resonanz mit dem Universum. Da steckt eine unheimliche Kraft drin, ja. man kann sich nicht vorstellen, wie viel Macht das hat. Ja, Es ist fast so, ich habe manchmal das Gefühl, als gäbe es zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben, aber ganz eng miteinander verwoben sind. ja, ja. Ein Mensch, der nach innen blickt Mhm. und seine innere Welt erhält, lebt scheinbar in der gleichen Welt wie einer, der das nicht tut. Ja, Die leben vielleicht in derselben Straße, vielleicht im selben Haus, vielleicht auf demselben Stockwerk. ja, Das, ja, die essen die gleichen Sachen, die atmen die gleiche Luft. Der eine lebt im Himmel und der andere lebt in der Hölle. ja. Und für den einen wird die Welt immer schöner Mhm. und es geschehen immer mehr Wunder. Ja, Das Leben wird immer leichter. Die Leute in seinem Leben werden immer liebevoller. Alles wird immer unfassbarer. Und das Leben des Menschen, der direkt daneben lebt, wird immer dunkler. ja, Und alles wird immer schlimmer. ja. Und das ist mein Erleben, fast so, als hätten diese beiden Welten keine Berührung. Mhm. Als würde die eine Welt von der anderen nichts wissen. Mhm. Als könnten die Menschen der einen Welt die Menschen der anderen Welt überhaupt nicht sehen, überhaupt nicht erkennen. Ja, Und ja. sie können ihnen auch nichts anhaben. Mhm. Ja? Also es ist ganz interessant. Aber du fragtest ja noch nach praktischen Aspekten Ja. von dieser ganzen Geschichte. Ja? Jesus sagte mal was ganz Schönes. Er sagt, was sorgt ihr euch? Ja? Es gibt keinen Grund, sich zu sorgen.
Und das ist das, was ich zunehmend erlebe. Mhm. Man hört auf, sich Sorgen zu machen, natürlich. Das passiert ganz automatisch. Aber ganz praktisch stellt man fest, wie das Leben, ich kann es eigentlich nur so ausdrücken, immer wundersamer wird. Mhm. Mhm. Es, es geschieht immer mehr von selbst das Richtige, Ja. als Dinge, die man sich überhaupt nicht vorstellen könnte. Mhm. Und ich beobachte das auch bei den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin durch die Videos. Manche Leute fragen mich dann und dann rate ich ihnen halt was ich auch tue, meditieren, sich nach innen wenden. Und dann fangen dem Leben dieser Menschen dieselben Wunder an. Mhm. Und, und das hat so eine durchschlagende Wirkung. Swamiji spricht auch oft davon. Er sagt, die Leute kommen oft zu ihm, weil sie es schwer im Leben haben. Und dann hören sie ihm zu und dann machen sie das, was er sagt. Dann fangen sie an zu meditieren und dann wird ihr Leben total wundersam. Und dann sind alle ihre Probleme gelöst. Und dann haben sie das bekommen, was sie wollten. Die haben sich nie für den spirituellen Weg interessiert. Die wollten nur ihre Probleme loswerden. Und dann hören sie mit Meditieren auf und machen wieder ihren alten Kram. Und nach ein paar Jahren ist alles wieder wie vorher. Ja. Aber die Leute, die sich nach innen wenden, die erleben das. Wie, wenn man das tut, wovon Jesus auch schon gesprochen hat, ja, Jesus nannte es halt eher abstrakt, also für unsere Ohren abstrakt, ja. Kinder verstehen das wahrscheinlich, aber dieses Gott an erste Stelle setzen, dieses nach innen schauen, so übersetze ich das. Ja, dieses Meditieren, das Ganze, was uns so dringlich und wichtig erscheint, loslassen und sich stattdessen wirklich in Gottes Schoß zu begeben, ja, und meditieren. Wenn man das tut, dann ist es, als würden ständig Wunder geschehen und das Leben wird immer einfacher. Mhm. Und es ist fast, als könnte einem nichts mehr geschehen. Ja. Je heller das eigene Licht wird, je Swamiji spricht da oft drüber, die Aura entwickelt sich, das Energiefeld um den Menschen herum, von dem man selber eigentlich überhaupt nichts weiß, ja, Ja. wird anders, verändert sich. Ja. Und es ist so, als ob in diese kleine Welt, die einen dann umgibt, nichts Ja. eindringen kann, was dazu nicht mehr passt. Ja? Genau. Und das ist ganz praktisch. Das muss man selbst erleben. Und Ja, das geschieht über Resonanzen, über Schwingungen. Da ist sogar eine Logik drin. Und du sprachst ja aber eben von der Macht. Das spüre ich auch, was für eine Kraft darin liegt, ja. Dass das setzt sich wie Wellen fort, ja. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das im Moment auch in der Breite geschieht, ja. oh Also ja. da, da ist ganz ordentlich was in Bewegung im Moment. Mir kommt es so vor, als, also wenn die göttliche Wahrheit es jetzt ernst meint, also als wenn da wirklich ordentlich was in Gange ist, ja. Naja, wir leben in einer Zeit, wo das jetzt dran ist. Also wir leben Genau. in der Zeit, die schon seit Jahrtausenden Mhm. vorhergesagt wird. Genau. Äh, Wir leben in der Zeit der Apokalypse und Ja. Apokalypse ist ein sehr positives Wort. Ich habe Genau. die wahre Bedeutung vergessen. Ich hatte erst neulich mit meiner Frau Ist ein Gespräch darüber und überhaupt, sie hat mir ne? die Bedeutung erklärt, aber wir haben so einen negativen Mhm. Vorstellung davon, aber Apokalypse ist eigentlich die, Das ist die Offenbarung, ne? ja, die Offenbarung Das Göttliche, ne? des Göttlichen, jeder für sich, aber nicht in der Welt, irgendein großes Nee. Event, sondern in den Menschen selber drin. Es geschieht immer mehr. Ja. Und in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wird einerseits das für den Menschen, der sich dafür interessiert, also für den Menschen, der in diesem Leben ist, um das zu entdecken, für den wird es immer einfacher. Ja. Weißt du, ganz normale Leute, so wie du und ich, wir können das jetzt leben, wir können es entdecken. Ja. Ja? Und gleichzeitig wird es für die Menschen, die sich dafür nicht interessieren, immer schwieriger. Ja. Ja? Für die einen wird es immer leichter und für die anderen wird es immer noch schwieriger. Und das ist dieser negative, diese negative Seite der Apokalypse, die Ja. dann eben von den Unwissenden, die
die von dem, wovon wir sprechen, keine Ahnung haben, die erleben die Seite. Ja, Ja, und das ist das, was gerne so in der normalen Welt ja, äh, da betrachtet wird, diese Seite der Medaille, die ja auch in den, weißt du, das steht ja auch in den Vorhersagen ja, drin. ja. Und da möchte ich aber noch was ganz Interessantes teilen, weil ich spüre, dass diese beiden Welten sich berühren und da teilweise auch ein Austausch stattfindet. Also ich habe einen Schwager, der total in der anderen Welt noch lebt und der ist krank und dem geht schlecht und Ängste und kann nicht schlafen und er hatte irgendwie ein Telefonat angekündigt und da war in mir jetzt keine besonders große Freude auf dieses Telefonat. Und dann hat das Telefonat einen wundersamen Verlauf genommen. Er fing dann an, von diesen Ängsten zu erzählen, auch dass sein Sohn irgendwas machen will und er hat zu Gott gebetet, dass doch bitte das nicht geschehen soll. Und ich habe dann äh, ja das ein bisschen erweitert, die Sicht darauf. Der war so dankbar. Also jetzt auch nicht von uns. Ich bin ja auch in dieses Telefonat gegangen, so mit dem Empfinden, naja, also so die größte Lust habe ich nicht. Wirklich auch an uns, die wir schon das andere Empfinden haben, die Bereitschaft zu haben, uns immer wieder völlig neu darauf einzulassen. Das habe ich mit dem Telefonat getan. Und da entstanden Öffnungen und da konnte ich in so einer Zwischenstufe etwas übermitteln, was ihm eine neue Sicht gegeben Mhm. hat. Also denn ja, es wird immer dunkler und manche schaffen es auch gar nicht und zerbrechen dran. Und gleichzeitig beginnt sich auch beides irgendwo auszutauschen. Ja, jeder einzelne Mensch hat die Möglichkeit, in diese Richtung zu blicken. Jeder Einzelne. Ja. Genau. Aber man kann sie nicht dazu zwingen. Nein, nein, ich mache das auch nicht. Also ich war gar nicht davon ausgegangen. Ich war eigentlich nur davon ausgegangen, okay, ich halte diese Beziehung noch ein bisschen. Es ist ein Schwager, ich will ihn da nicht vor den Kopf stoßen und war einfach offen dafür. Und dann hat sich das so ergeben. Ja, Ja, wunderschön. Ja. ja. Und das spüre ich. Deswegen war es mir wichtig, heute dieses Gespräch nochmal so zu führen. Und ich glaube, da ist auch eine Menge rübergekommen. Diese wahre Kraft, die da ist, in unser Leben einzuladen und der Vertrauen zu schenken und die immer mehr zu leben, dieses Wunder. Also, wir hatten es ja, glaube ich, mal vorhin angesprochen. Jeder spürt so ein bisschen was. Ja. Jeder Mensch. Und wenn jemand hier zuhört und sagt, ja, ja, ich, ich weiß schon, wovon die sprechen. Ich kenne das. Irgendwo kenne ich das auch. Man fühlt sich ja, man Hm. fühlt sich völlig unwissend. Ja. Man sagt, ich weiß, wovon die sprechen, obwohl man überhaupt nichts weiß. Also man weiß über das, was man da kennt, nichts. Das ist irgendwie ganz paradox, ja. Ja. Ja, du lachst, du kennst es auch, gell? Man weiß genau, wovon die sprechen, aber man könnte nichts darüber sagen. Man hat kein Bild, nichts, ja. Und das reicht. Ja. Man braucht nicht mehr. Ja. Die, dieses kleine Flämmchen, dem Aufmerksamkeit zu schenken, ohne dass man irgendwas weiß, ohne dass man weiß, was es zu bedeuten hat, wo es jetzt hingehen soll, was man jetzt tun soll. Es reicht. Man wird getragen. Ja. Ja, Und man wird sich wundern, welche Kraft darin steckt, ja. ja. Hm. Und ich finde, man kann auch praktische Sachen dafür machen. Ich rede ja gerne über die Sauerbahnmeditation. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, diese einfache Meditation, ich brauche jetzt hier nicht viel drüber sagen, ich habe ja zahllose Videos drüber gemacht, äh, die, die macht zwei Sachen. Einerseits, das, wovon ich vorhin schon mal ganz kurz gesprochen habe, die, die steigert diese Empfindsamkeit für dieses Subtile in uns. Die steigert unsere Sehfähigkeit nach innen. Ja. Und sie verbindet uns mit etwas, was wir nicht kennen, aber was wir doch kennen, Mhm. Mhm. mit etwas, was größer ist als wir sind. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt oder esoterisch, aber
In der Meditation macht man nichts Esoterisches. Man ruht mit der Aufmerksamkeit einfach hier oben am Kronenchakra an dieser Körperstelle. Nichts Esoterisches, ganz, ganz simpel, ganz einfach. Einfach hier. Ja. Und man bekommt mit der Zeit das Gefühl, man erlebt es dann. Wow, es ist wirklich, als wäre ich da an die Quelle angeschlossen. Man kann sich es überhaupt nicht erklären. Wie gesagt, weißt du, ich bin Ingenieur, ich mag es praktisch. Ich mag diese ganzen spirituellen Vorstellungen nicht. Meditation hat nichts mit Vorstellungen zu tun, nichts mit Imagination. Ganz simpel, ganz praktisch, ganz geerdet sitzt man da und richtet die eigene Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Stelle da oben und macht sonst nichts. Man wartet auf nichts, man will nichts, man erwartet nichts. Und das ist das Zweite, was in dieser Meditation geschieht. Man erlebt eine Verbindung zu etwas und irgendwann weiß man, von da kommt alles. Man weiß nicht wie. Man Ja. hat keine Ahnung, wie das alles funktionieren soll, aber man erlebt es Mhm. immer mehr. Und irgendwann weiß man, wie das Leben funktioniert. Ja, ja, ich mag es gern praktisch. Ich mag Ja. es gern Ich einfach. kann, ich Ja. kann dem, obwohl ich diese Erfahrung nicht habe, kann ich dem vollkommen zustimmen und spüre da ein Ja, ja, das ist so, ja. Ja, du, ich meine, du meditierst, das macht ja nicht die Meditation. Ich erzähle davon, weil ich damit praktische Ja. Erfahrungen habe. Für dich ist es anders. Aber ich finde es immer ganz gut, weißt du, wenn das Ganze einfach bleibt und Mhm. also wenn es so ganz einfache, praktische Dinge gibt, die man machen kann, Ja, ohne dass man irgendwas esoterisch Abgehobenes machen müsste. ja. Ja? Und deswegen gefällt mir die so. Ja, und vor allen Dingen, das gefällt mir da auch, ohne irgendwelche neuen Konzepte aufzubauen, Ja, die ja. man dann sowieso irgendwann wieder loslassen muss, ja. Da geht es nur um das eigene Erleben. Da geht es um keine Konzepte, um nicht irgendwie, weiß der Geier, sich mit irgendwelchen Sphären zu verbinden oder mit irgendwelchen, Ja, weiß der Geier was. genau, ja. Es steigert die Empfindsamkeit für das eigene Erleben, für das eigene Innere, in Wirklichkeit Ja, ist, was Swamiji die eigene Seele nennt. Ja. ja, Und die wird dann zum eigenen Guru. Ja, das genau. ist der eigene Kompass. Und der wird immer kräftiger. Ja, Nach einer Weile hat man es so oft erlebt, dass man die Angst im Leben verliert ja, und entspannt und glücklich wird und immer mehr ankommt. Ja, ja. Und vor allen Dingen auch diese Gewissheit, dass das, was einem am wichtigsten im Leben ist, dass man das nicht verlieren kann, ja. ja, man kann es nicht verlieren. Das Ja, wäre völlig absurd. Ja, das genau, geht nicht. ja. Ja. Mhm, genau. Ja, lieber Michael, ich glaube, das ist schön so zum Ende. Für dich auch? Ist es rund? Ah, ich habe keine Ahnung, wie du möchtest. Ja, Ja, doch. aber es ist rund, auf jeden Fall. Es Genau. ist rund, ja. Fühlt sich für mich rund und stimmig an. Ich danke dir. Ja, ich danke dir.